Was hier wie eine Gesteinsplatte aussieht, ist nichts anderes als eine selbstgemachte Spachtelmasse und einige Schichten Acrylfarbe. Schau dir an, wie ich es gemacht habe. Die Spachtelmasse für diese besondere Struktur besteht aus 500 Gramm Fertigputz und 30 Gramm Korkmehl. Das habe ich zuerst gemischt. Dann kommen 300 Gramm Acrylbinder gemischt mit 100 Gramm Wasser dazu. Alles gut vermengen und dann kannst du mit dem Auftrag beginnen. Diese Menge reicht dann für eine Leinwand von 50 x 100 cm. Und besonders gut sieht es aus, wenn du eine dicke Leinwand, also 4 cm tiefe Leinwand nimmst. Beim Auftragen dieser Spachtelmasse musst du ein bisschen Druck ausüben. Sie haftet nicht sofort. Du siehst das, ich schiebe hier manchmal die Masse quasi vor mir her. Aber wenn du dann 2-3 Mal drüber gehst mit etwas Druck, dann beginnt sie zu haften und dann kannst du also auch die ganze Leinwand mit dieser Masse füllen. Wenn du dann die ganze Leinwand mit dieser Masse bedeckt hast, darfst du ruhig mit dem Mahlmesser rübergehen und Vertiefungen reinbringen. Also statt es sehr glatt zu spachteln, wirklich Zacken und Tiefen einbringen. Du siehst das hier, ich mache das bewusst mit dem Mahlmesser, sodass wirklich so eine steinähnliche Struktur entsteht. Und so sieht deine Oberfläche am Ende dieses Arbeitsganges aus. Du siehst, das sind Kanten drin, Vertiefungen, die einfach später gut aussehen werden. Diese Masse braucht sicherlich 2 Tage zum Trocknen und dann kann es weitergehen. Du musst diese Schicht leicht schleifen, sodass sich lose Teile jetzt entfernen lassen und auch die Ränder sich gut anfühlen, weich anfühlen. Du siehst, ich gehe nur einmal kurz mit dem Schleifpapier drüber. Das reicht als Vorbereitung für den nächsten Schritt. Über diese Spachtelmasse wird jetzt nochmal eine zweite Spachtelmasse gesetzt. Das muss eine Spachtelmasse sein, die deutlich feiner ist. Und ich trage sie hier auch mit einem Japanspachtel auf, sodass ich sie nicht mit dem Mahlmesser in die Vertiefungen drücke, sondern einfach nur für eine relativ gerade Oberfläche über dieser ersten groben Spachtelmasse sorge. Zum Abschluss glätte ich dann noch einmal alles mit dem Mahlmesser. Um den Eindruck eines Gesteins noch weiter zu verstärken, werde ich jetzt ganz kleine Kanten mit dieser zweiten Spachtelmasse, mit dieser feineren Spachtelmasse einarbeiten. Das heißt, ich habe mir eine Pappe gerissen und setze jetzt einfach ein bisschen Spachtelmasse über diese Pappe und verstreiche sie auf die Leinwand und dadurch entsteht eine ganz kleine Kante. Das ist nicht sehr viel, aber sie lässt sich später dann mit Acrylfarbe gut sichtbar machen.
Das muss gut trocknen und dann wird es ganz einfach, denn du musst diese Schicht erst einmal komplett weiß streichen. Du kannst dafür Acrylfarbe nehmen. Ich nehme, da es hier so eine Art Vorstrich ist, Fassadenfarbe. Die ist deutlich günstiger und erfüllt hier an der Stelle den gleichen Zweck. Das muss natürlich auch wieder trocknen und danach sieht deine Leinwand so aus. Du siehst diese leichten Vertiefungen, die dann diese Steinstruktur imitieren. Und jetzt geht es dann auch auf den farbigen Anstrich. Du brauchst ganz viel Weiß und dann nimmst du einfach, was du an Erdtönen in deinem Atelier hast. Ob es jetzt gelblich ist, bräunlich ist, rötlich ist so ein bisschen Geschmacksfrage. Ich habe diese Platte auch schon in mehreren Varianten gemacht. Und du startest auf jeden Fall mit einer großen Menge Weiß und hier ist bei mir schon ein bisschen Beige mit drin, weil ich vorher noch eine andere Platte eingestrichen habe. Aber das wird jetzt genau die Tönung, mit der du arbeitest. Bleib zunächst sehr hell, weil dunkler werden kannst du später sowieso noch. Der erste Farbauftrag ist nun trocken. Die Steinstruktur wird sichtbar, aber das ist natürlich jetzt viel zu farbig im Grunde für so ein natürliches Gestein. Und diese nächste Schicht wird jetzt sehr wässrig eingearbeitet. Das heißt, ich sprühe also einmal die ganze Leinwand ein und starte dann mit einer Kreidefarbe. Die gibt es als fertiges Produkt im Handel. Das ist eine hochpigmentierte weiße Farbe, aber auch mit einem Kreideanteil, sodass sie also sehr matt im Auftrag ist, nicht dieses Acryltypische hat, obwohl es natürlich auch einen Acrylanteil hat. Und das Ganze wird jetzt aufgetragen. Du hast gesehen, ich nehme auch den Pinsel nochmal voll Wasser und trage das in einer verdünnten Form auf, weil diese Farbe sehr weiß ist. Durch das Weiß erscheint diese Leinwand dann wie verwittertes Gestein. Es ist aber eine Frage von ganz viel Wasser. Du wirst das sehen im Auftrag, dass ich immer mehr verdünne und auch wieder Farbe etwas wegnehme, um einfach unregelmäßige Strukturen entstehen zu lassen. Und bei allen Farbaufträgen solltest du natürlich auch die Ränder mit einbeziehen.
Die Kreidefarbe ist jetzt trocken und nun arbeite ich weiter an diesem Verwitterungseffekt. Das heißt, ich habe hier eine sehr matte Farbe, es ist also ein Schlammgrau, nichts Leuchtendes, stark verdünnt, und das dient jetzt dazu, einerseits wieder das Weißliche abzumildern, aber auch die Vertiefungen deutlicher hervorzuheben. Und damit sich diese Farbe gut verteilt, sprühe ich einmal die ganze Leinwand ein und dann kann es losgehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Diese Schicht ist jetzt trocken und das kann durchaus sein, dass dein Bild schon fertig ist. Das kann man nicht so genau sagen, ob da noch eine Schicht drauf muss. Ich habe mich hier entschieden, noch einmal mit dieser Schlammfarbe zu arbeiten und ein Grau und einen Gelbton mit einzubringen. Das ist jetzt einfach eine Geschmacksfrage. Du siehst jetzt einfach nochmal, wie diese Schicht sich dann später darstellt. Und wenn die letzte Schicht trocken ist, dann solltest du dein Werk matt lackieren. Das entspricht natürlich diesem Eindruck eines Gesteins, matt in dem Falle. Einfach durchlackieren und du hast ein Werk für die Ewigkeit.